Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot Victoria 3 und unserem Skandinavien Playthrough. Ja, wir sind in den letzten Zügen, könnte man sagen. Wir fahren die letzten Züge, kann man auch sagen. Ist aber Quatsch. ähm, ja, wir müssen hier irgendwie noch so ein bisschen rumquälen. Aber im Grunde unseres Herzens... So, wir haben Polen freigemacht. Ich dachte, wir hätten die Ukraine befreit. Aber nee, wir haben Polen befreit. Richtig. Vielleicht könnten wir am Dnieper ja noch ein bisschen für Stimmung sorgen. Das Osmanische Reich hatten wir jetzt noch nicht in unserem Machtblock, aber die sind dem Ganzen gar nicht so richtig dolle abgeneigt. Apropos gar nicht so richtig dolle abgeneigt. Bulgarien auch nicht. Können wir uns ja vielleicht nochmal mit Bulgarien hier ein bisschen auseinandersetzen. Bulgarien, alte Hütte, Machtblock, dies, das, anders. So, wir haben allerdings gar nicht mal so viele... Wir haben gar nicht so viel Diplomatie mehr über. Ja Gott, Pegu geht halt kaputt. Politische Migration. Weiß ich nicht, meinetwegen, ist mir eigentlich egal. Abschätzige Meinung, antipreußische Liga. Ja, antipreußische Liga ist ja was Gutes. Ich will keinen Anspruch verlieren auf Lindy. Das möchte ich auch nicht machen. Die Früchte meiner Arbeit, die hätte ich gerne. Ja, seid halt glücklicher, wenn ihr wollt. Ja, wir haben nur noch hier oben was zu kolonisieren und da kommen wir nicht ran. Wir könnten uns hier Kaffa oder Kaffa oder wie auch immer die ausgesprochen werden, noch einverleiben, technisch gesehen. Da wäre eventuell Großbritannien nicht so glücklich drüber, aber muss eigentlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Ihr seid irgendwie nicht mehr mit mir befreundet. Und wir haben, wie gesagt, äußerst wenig Diplomatie über. Vielleicht müssen wir mal den ein oder anderen Rivalen erklären. Großbritannien hasst uns schon. Ja gut, dann Brasilien, dich brauchen wir auch jetzt nicht zwingend. Russland kannst auch mein Feind sein, aber... Ja, meinetwegen. Den Rest lassen wir noch mal ein bisschen. Ich würde eigentlich gerne, dass Indien und ich befreundet werden. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Qing ist jetzt natürlich auch nicht mehr so richtig mein Fan. Ja gut, wir haben hier natürlich einen Lebensstandard. Das ist kein Wunder, dass dann alle zu uns kommen. Das muss man einfach auch mal so sehen. Wir könnten hier natürlich nochmal grüne Graskampagne in Skorne wieder löschen. Nach Ingmerland. Ihr habt eigentlich eine negative Migration, aber... Naja, gut. Ist wie es ist, ne? Ihr habt 402 Kunststoffwerke. Ich habe keine weiteren Fragen, euer Herren. Wer soll denn die ganze Seite da verballern? Ach, du ahnst es ja nicht. Großwehrland, alte Hütte. Wie sieht das eigentlich mit den Handelszentren aus? 134, die auch voll genutzt sind. Wollen wir das hier nicht mal ein bisschen upgraden? Ein bisschen erhöhen, das Ganze. Gott, das ist ja nicht schon wieder für einen Weltkrieg. Wollen wir nicht. Würden wir wollen, die wollen uns aber nicht. Da ist der Inder mit drin, da hockt der Inder mit drin. Was bist du? Kein Interesse daran, mit mir befreundet zu sein. Ah ja, die Vereinigten Baltischen Provinzen, die sind natürlich sozusagen unser Kerngebiet.
Da sollten wir vielleicht intervenieren. Das ist sonst auch völlig Schnuppe. Und Kaiserreich Japanien. Die sind natürlich auch nicht so schnuppe, sag ich mal. Ja, wir müssen mehr bauen. Wir könnten natürlich auch Schweißbau machen. Da, wo es geht, natürlich nur. Ich kann Land in meinen Nachtblock einladen. Wen denn? Chile? Naja gut, ich werde dich wohl nicht mehr bekämpfen, Chile. So ehrlich muss man nur sein. Elektrizität habt ihr hier nicht. Dann macht doch mal. Transport. Hier. Strom in Freistaat. Da sind wir doch schon bei. Im Jemen. Machen wir halt auch ein bisschen. Jütland. Jütland. Ja, nu. Muttermut. Ostkarelien. Transvaal. Kaunas. Aber du bist jetzt ja auch langsam hier erst mehr, ne? So und so. So, das haben wir beendet. Jetzt bitte nach dahin. Meinetwegen. Wir schränken uns hier nicht ein. Skandinaviens Alphabetisierungsrate steigt immer weiter. Jetzt haben wir auch gerade gar nicht zu viel, zu wenig Bau für den Investitionsfonds. Aber die bauen hier halt auch, weißt du? Automobilindustrie in Ulu. Das ist jetzt auf 57. Wir haben gar nicht die Leute, um das da reinzukriegen. Wächst aber. Na gut. Ostpreußen. Kriegt hier Dünge. Kriegt hier 30er Düngefabrik. Haben auch gar nicht die Leute, um das da reinzukriegen. Also dieser Automatikbau, sage ich mal, der ist auch nicht optimal. Das ist nicht das Beste vom Besten. Ganz ehrlich. Zentralungarn, hier Österreich. Du könntest eigentlich auch mal meinen Machtblock beitreten. Da kannst du natürlich nicht, aber Westfalen, du bist schon beigetreten, ne? Ich bin der Meinung, wir könnten jetzt eigentlich auch mit allem und jedem Weltkrieg spielen. Das wäre völlig egal. Wie sieht das bei dir aus mit Waffenstillständen? 2. April 1930, also ein Jahr noch. Dann müssen wir uns das hier alles holen. Holland zum Beispiel, ne? Wäre auch ein schönes Protektorat. Kann man nur nicht anders sagen. Die Franzosen wären allerdings nicht auf meiner Seite. Ich meine, die Franzosen hassen mich so ein bisschen. Kann man, muss man schon mal neidlos anerkennen, in Anführungsstrichen. Bulgarien, du kriegst hier nochmal richtig was mit. Hier, so können wir das machen. Und dann bist du Teil meiner Crew. Panzer und Kriegsgaleeren. Was soll ich denn gegen Panzer machen?
nur heimische. Im Jemen, da können wir noch Panzer herstellen. Und dann auch noch Flugzeuge herstellen. Oh, Flugzeuge brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sweerland hat 234 Autos im Bau. Gotland kann auch noch mit Panzer bauen. Eskarien 133. Das ist ja auch krank. Österbotten. Ich weiß nicht, wo du bist, Österbotten, aber ich glaube, du hast überhaupt keine Bevölkerung. Aber sie kommt. Kommt zurück. Munition und alles. Das ist schon in Ordnung. Dann können wir hier eigentlich nochmal chemische Waffen. Tötungsrate hoch, Verwüstung hoch. Oh, dann nehmen wir chemische Waffen. Achso, man kann alles davon mitnehmen. Dann nehmen wir doch alles davon. Wir können da nichts. Wir kennen da gar nichts. So, ich muss allerdings noch ein bisschen mehr Entwicklung hier haben. Island kriegt das auch. Scheißegal. Die Bevölkerung auch immer gut. Nehmt hin. Problem ist, ich kann jetzt auch nicht mehr bauen, ne? Das ist, also Panzer brauchen wir irgendwie. Panzer und Motoren. Oh, Land. Du, ist ja ein gewisses Problem, was Infrastruktur angeht. Sehe ich jetzt gerade erst. Natürlich auch nicht optimal. Aber wenn das dann hier alles... Dann nicht 1000 Stück. Ach, Götaland. Eigentlich Götaland. Wo ist denn Götaland? Du bist Götaland. Du hast doch auch relativ viele Leute und alles. Das muss doch eigentlich gehen hier. Panzerproduktion ist drin. Strom wird auch gebaut. Ich brauche noch mehr Kohle. Also ich brauche mehr Öl, ich brauche mehr Kohle. Gold können wir auch noch bauen. Na, guck an. Machen wir das doch auch noch dahin. Kohle, vielleicht heimische Kohle. Timbuktu. Hier, Transvaal. Und Kohle. Auch ein Öl. Dann brauchen wir eigentlich Motorenwerke. Dann musst du mir noch mal kurz sagen, mein liebes Transvaal, warum du so eine unfassbar schlechte Infrastruktur hast. Weil das hier nicht subventioniert wird, deswegen. Hier, verstehe. Also eigentlich verstehe ich es nicht, aber... Dieselzüge. Wie wäre denn der Trick? Zieht hier skandinavisch-japanisch zurück.
auch in dem Sinne nicht nett. Aber gut. Qing oder Russland, ist mir eigentlich egal, ne? Ich will ja eigentlich dem hier den Krieg erklären. Kann ich dich zum Protektorat machen, Tatsache. Ich will aber das haben. Oh, hier fehlt ja eine. Oh, du bist Diplomat hier. Du bist auch gleich befördert. Zum Chefdiplomaten. Noch irgendwo eine andere Flotte, oder? Achso, die ist hier bei Inching. Das ist hier schlecht aufgehoben, aber gut, macht ja nichts. Dann hätte ich gerne Westpreußen. Ja, sicher. Wer hat sich hier jetzt alles angeschlossen? Der Russe und der andere Typ. Der Engländer. GLT-Länder übertragen willst zu Österreich. So, auch mit verbündeten Einfluss, oder? Boah, die Vereinigten Staaten auch noch drin. Es ruckelt jetzt ganz ordentlich, das muss man immer sagen. Gehen wir lieber nach da. Die Flotte von hier geht mal nach da, damit wir den Russen schnell raus haben. Hoffentlich. Walachei will ich gar nicht haben. Nö, lass auch mal so. Problem ist, dass der immer noch aussteigen könnte. Franzose könnte immer noch einsteigen. Franzose ist schon eingestiegen. Nee. Nee, hier ist noch kein Franzose. Der soll mal seine Neutralität erklären. Genauso wie der Inder. Okay, der Franzose ist raus. Mehr, die wir rauskriegen. Das wird ein Fest der Ruckelei. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, meine Lieben. Vielleicht reduzieren wir die Geschwindigkeit. Hilft das? Mal schauen. Kommen ja immer wieder neue Forderungen rein, habe ich das Gefühl. So, warte mal, ich kann natürlich jetzt auch meine ganzen anderen Bataillone hier reinholen. Das heißt, ich muss ja sogar.
Jetzt nützt es nichts. Jetzt müssen wir nicht Posen holen. Westpreußen holen. Preußen noch zum Protektorat machen. Jetzt sind die relativ zuversichtlich, weil ich nehme an, dass jetzt auch alle möglichen anderen eingesprungen sind. Oder? Indien ist raus. Einfach nur zuversichtlich, dass sie das gewinnen werden. Okay, wir führen jetzt einen ganz ordentlichen Weltkrieg. Ja, ja, alle hassen mich jetzt, das ist klar. Ich möchte, dass diese Armee die Schwarzmeerflotte versucht zu versenken. Und dann schauen wir, was der Rest so treibt. Okay, hier hält Persien die Stellung. Sverland schafft es nicht, den Rheinbund zu verteidigen. Taurid kann das hier nicht, weil du nicht abfängst. Mal alle Einheiten aufwerten, die wir so aufwerten können. Natürlich freuen, den Russen hier möglichst schnell rauszukriegen. So, jetzt haben wir die ehrlich geärgert. Können wir da mal rein ärgern. Okay, Persien wird komplett überwältigt gerade. Oh, wir sind Kriegsverbrecher. Das kommt auch noch dazu. Alles gut. Alles nicht weiter schlimm. Kommt die Armee da jetzt mal hin? So, die Armee ist da schon. Ich muss den hier rausholen. Wenn ich... Ja. Wenn ich den Russen hier weg habe, dann ist das hier alles frei. Und die Armee kann nicht dagegen kämpfen. Okay. Tötungsrate erhöhen. Wir wollen hier keinen Moralschaden machen. Wir wollen die Gegner töten. Ja, ich habe jetzt einen ganzen Haufen Leute, die hier ein bisschen nutzlos in der Gegend rumwabern. Du könntest doch mal... Weiß nicht, macht wahrscheinlich auch viel Arbeit, ne? Was machst du? Kongo HQ. Nochmal nach da vielleicht. Der Trupp, der erobert da, hoffentlich, irgendwann eines Tages. So, wir haben in Russen seine Hauptstadt. Dafür, dass der nicht weiter kriegsbeteiligt ist, sollte das doch für irgendwas zählen. Also jetzt haben wir auch den Preußen relativ gut erobert. Und danach ist eigentlich egal. Ich möchte nur kurz anmerken, wir kriegen übrigens Geld, obwohl all unsere Armeen auf Krieg stehen. So, ziehe ich zurück. Naja, die verlassen jetzt natürlich alle meine
lustige Spaßrunde hier. Okay, der Amerikaner, der könnte auch noch ein Problem werden. An den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, muss ich sagen. Wie sehr hassen mich eigentlich meine Freunde hier? Naja, 2 durch Verrufenheit. Das ist, wir wollten einmal Weltkrieg, so weltkriegerisch wie er ging. Halten wir das hier jetzt oder nicht? Ja, hältst du das hier nicht mehr? Doch. Weiß ich auch nicht. Beliebtheitswettbewerb. Macht meine Männer ruhig beliebter als... So beliebt wie irgend möglich, sage ich mal. Besiegen hier nicht den Ami. Du bist an der Front Brandenburg, ne? Ja. Und ihr seid ein ganzer Haufen Truppen. Sollte das eigentlich wohl schaffen. So, das ist jetzt eine Front. Du mal an diese Front hier. Ich nehme an, dass die eigentlich bald zusammenbrechen müsste. Meine, ganz ehrlich, ich bezweifle, dass der Rheinbund gleich mein guter Freund sein wird. Angehörigenmündigkeit. Okay, wir haben gleich Russland vollständig umkreist. Wäre für mich okay, wenn ihr aufgeben würdet, meine lieben Russen. Wäre für mich auch okay, wenn wir diesen Krieg hier beenden könnten. Nee, der Army und der Brite, die wollen das noch nicht. Wird es nicht geben, meine Freunde. Wir töten hier zu Zehntausenden irgendwelche Armeen. Hier verlieren wir tatsächlich mehr. Hier verlieren wir 16.000 gegen 60.000 Amerikaner. Ich weiß nicht, ob ich das so überlegt habe. Sehr gut, das ist der Russe. Dann gehst du bitte nach Home Countries mit der Armee, die sowieso schon, mit dem Flotte, die eh schon im Ärmelkanal wohnt. Ja, der Preuße ist jetzt gleich besiegt. So, der Preuße ist besiegt. Ist noch irgendwas? So, skandinavischer Niger-Delta und Investitionsrechte durchsetzen. Nö, nö, das machen wir auch nicht. Aber die werden jetzt sowieso peu à peu verlieren, weil sie nicht gewinnen. Ganz salopp zu formulieren. Lasst die Linken mächtig werden. Die egalitäre Gesellschaft. Könnten wir sogar noch versuchen, das zu schaffen.
Keine Ahnung. Zieht einfach in irgendwelche Kämpfe. Oh, das wäre interessant. Nicht besonders, nein. Aserbaidschanische Einwanderungswelle. Wir verlieren Konvois, aber wir haben so unendlich viele Häfen, dass das einfach gar keine Rolle spielt. Oh, ich kann noch weitere Interessen erklären. Ja, dann interessiere ich mich jetzt halt für den Kaukasus. Ihr seid immer noch nur 18%. Weil jetzt aber überall Unis sind, in der Hoffnung, möglichst viele Intellektuelle anzulocken. Okay, ich baue 600 Unis, das dauert nicht so lange. Also, werden die nicht gebaut, die Dinger? Keine Ahnung. Spanien will uns klein halten. Ja. Marktliberaler darf hier gerne hinkommen. Das ist soweit auch in Ordnung. Das lehnen wir natürlich ab, Spanien, das ist ja wohl klar. Ich erweitere mal den Rheinbund. Das ist auch Schleswig-Holstein gewonnen. Westpreußen ist Mainz geblieben. Guck an. Ich wollte jetzt eigentlich die baltischen Provinzen noch, aber gut. Rheinbund und baltische Provinzen müsste ich mir nochmal einverleiben. Wir sind im Krieg, mein liebes, meine lieben USA. Wieso können wir schon wieder mit mir im Krieg sein? Das wiederum verstehe ich dann nicht ganz, muss ich sagen. Oder könnt ihr wieder mit mir im Krieg sein, weil wir hier noch nicht im Frieden sind? Das könnte natürlich auch noch sein. Wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd. Das wird nicht passieren. Warum sollte ich das machen? Gewinn doch. Hm. Ich wäre bereit, euch weißen Frieden anzubieten. Das können wir machen.
das hier? Ich weiß leider nicht, was diese ganzen Pop-ups bedeuten, weil ich hier nicht draufklicken kann. Was die Sache zugegebenermaßen ein bisschen schwierig macht. Du kannst ja mal nach hier eine Invasion starten. Vielleicht irgendwie. Der wird zurück, ja, ne? Schließt euch dem 12-Mann-Heer an. Vielleicht tut er es auch nicht. Ja, wir doch alle selber wissen. Ja, wo sollen sie hinschippern, ne? Ja, immer die Frage. Jetzt 71.000 Soldaten, oder wie? Dann jagt die mal weg. Haben wir hier noch irgendwo Armee? Oh ja, ja. Ah. Noch 60 Tage, bis sie was machen dürfen. Sehe nicht, warum und wo die da ankommen. Und da, oder wie? Okay, da kommt noch eine Flotte. Ne, das sind auch Soldaten. Ja, wenn die Flotte da besiegt ist, dann war's das, oder wie? Ne, hier kämpft meine Flotte kämpft da ja auch gegen irgendwas. Geisterschiffe. Nehme ich an. Ja gut, die werden jetzt natürlich alle irgendwie Embargos gegen uns erheben, ne? Das ist ja logisch. Das ist ja ein bisschen der Sinn der Sache, nehme ich an. Gibt zu bedenken, wenn wir bauen und alle Armeen aufgebaut haben, dann haben wir ein ziemlich dickes Minus.
hätte ich gern, dass die da auch Krieg führen, aber ich glaube, wir kommen nicht ran. Die Amis müssten hier halt verschwinden. Dann sehe die Sache deutlich anders aus. Meiner Meinung nach hätten die Amis gar nicht angreifen dürfen, aber das ist ein anderes Thema. Schließlich waren wir bereits im Krieg und im Grunde haben die den Krieg auch schon verloren. Da können die Invasion nicht durchziehen, das geht nicht. Und ab da. Tausend Mann. Geht man nach. Geht ja gar nicht. Geht an die Hannover Front. Ihr könnt eigentlich auch an die Hannover Front gehen. Oh, warte mal, ihr könnt auch an die Windward-Küste gehen. Kommt jetzt halt lediglich darauf an, wer als erstes aufgibt, sozusagen. Ein guter Jahrgang, ja, dann erhöhen wir unseren Weinausstoß. Ist ja auch in Ordnung. Ja, die hassen mich alle, das ist ja auch irgendwie in Ordnung. 1500 Mann stehen hier in Spanien und keinen stört's. Ich immer mehr und mehr werde, aber ich werde die 90% Rate nicht erfüllen. Ich fürchte, dadurch, dass ich nur im Krieg bin, kann ich auch keine weiteren Länder hier irgendwie in die Unabhängigkeit entlassen. Und bei mir ist die schon schlau, ne? Hier ist wahrscheinlich das Problem. Niger zum Beispiel. Das gehört auch nicht mir, aber das Timbuktu, Skandinavien ist auch nicht so gut. Zululand ist nicht so gut. Und das könnte man ja alles abgeben. Ja, eben ist sehr, sehr gut. Das ist auch nicht so gut. Kaunas. Das könnte man vielleicht sogar noch an das vereinte baltische Dingsbums abgeben. Gerne Staaten geben. Darf ich nicht. Staat übertragen. Geht im Diplomatiespiel nicht. Das ist logisch. Das heißt logisch, aber war ja klar. So, dann greifen wir jetzt hier oben mit einer Flotte an. Gar keine Organisation mehr. Gib mal Organisation zurück. Weil du hier angreifst mit dieser Flotte. Und diese 83 lustigen Gesellen hier angreifen mit dieser Flotte. Und ihr müsst eure Organisation zurück aufbauen. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich nehme an, ungefähr gar nicht, aber ich weiß es auch nicht.
Oh, da passieren dafür schlimme Sachen. Okay, wir greifen den Angriff. Lassen wir wieder. Gehen dafür nach Nordafrika. Ja, gehen dafür nach da halt. Oh, so hin. Noch 277 Mann. Lass mal die 67er da oben angreifen. Sieben Wochen noch. Unfassbar. Jetzt bin ich schon Stahlwerke gebaut. Also jetzt habe ich alles gesehen. Auch noch was Sinnvolles und nicht 500 Nylonwerke. Ich kenne diese Dings nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet, um echt zu sein. So, das sind immer noch Schiffsschlachten. Hier sind sie jetzt schon gelandet. Ja, so ein bisschen. Werden da bekämpft. Der Spanier ist hier schon ganz gut gelandet. Da wird natürlich trotzdem bekämpft. 3000 zu 23.000 Toten. Noch Dutzend mehr Verwundete. 3000 zu 30.000 Toten. Fast. Hier ist deutlich humaner. So, jetzt kommt er da schon wieder angetigert. Gehen wir lieber nach dahin. Meine Güte. Weil ihr fahren könnt, fahrt ihr nach dahin. Leichte Invasion gegen Grönland. Okay, das ist gut. Dann kannst du jetzt auch wieder nach da fahren. Fahr nach da und versenkt das Schiff, was darum blüht. Sind beide durchgekommen? Wild. Ja, Spanier. ...163 Offensive. Die weltweit höchste Wert ist 192. Entschuldigung, aber was wollt ihr eigentlich? Knallt euch einfach über den Haufen. Ja, da müssen einige zurückkehren, die sind geblackflaggt. Aufklärungskreuzer, Großlinienschiff.
Ich sage nicht, ob ihr das größte seid, was wir zu bieten haben. Kreuzer Schlachtschiff, siehst du? Das nicht upgraden. Ja. Wir haben alles erforscht, was man erforschen kann, glaube ich. Wenn durch unsere Flotten hier mal aufbauen. Oh, die Vereinigten Staaten kapitulieren. Na, jetzt kriegen sie langsam die Schlachtschiffe. Deutlich besser sind einfach. Das heißt, wir haben quasi mit angezogener Handbremse gerade den Gegner versucht zu bekämpfen. Was heißt versucht zu bekämpfen? Wir haben ihn bekämpft. Wir haben auch im Grunde gewonnen. Spanien demütigen. Mit den Friedensvertrag vorschlagen. Habe dich gedemütigt. Sind wir jetzt noch im Krieg? Warum? Gegen wen? Das interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht. Marina-Königreich. Okay, das interessiert uns. Ja, vielleicht nicht die 200 Mann hier. Vielleicht auch nicht die 204 Mann hier. Auch nicht die 92 Mann hier. Sagen wir die 79 Mann, die interessiert das. Das ist das Skandinavien HQ, du sollst nach hier HQ. Südafrika heißt dieses ominöse Land. Diese 90 Mann. Na gut, die eigentlich ganz gut aufgestellt, da wo sie sind. Das Gute ist, ich kann jetzt einfach alles und jeden irgendwie. Okay, jetzt kommt Frankreich noch wieder ran. Frankreich lehnen wir natürlich ab. Kriegsziel wird sein. Weiß ich auch nicht. Landesbefreiung. Hat ja auch keinen richtigen Sinn. Ist das Lothringen? Hat sind schon wieder ein Haufen Leute gestorben. Irgendein. Ne, aber nicht. Tatsächlich kommen wir an unsere Steuergrenzen. Vielleicht können wir hier nochmal ein paar Steuern nachholen.
Haben wir gerade leichtes Plus. Nur noch minus 400.000 Steuern. Nicht auf Top 1? Ja, der Brite, ne? So. Darf es leider nicht sehen. Tut mir leid. Nicht erlaubt. Na gut, sie. Dann eben dasselbe Spiel von eben. Die dritte Flotte ist hier unten. Naja. Da kannst du nicht hin? Das ist ja frech. Gut, gut. Also, ihr 12 Mann. Ach, was könnt ihr euch denn hier mobilisieren? Ja, der erst demobilisiert habe, ja. Klingt, als könnte das tatsächlich passiert sein. Du ja mal Eingriffstrupp, ne? Dann geht du mal nach da. Mach da Stunk. Du gehst nach da. Da ist eine große französische Armee. Ihr geht auf Blockade. Auf Blockade. Und auf Blockade. Doch erstmal uns angreifen hier, oder wie? Lümmelig. Abfangen? Können die das abfangen? Ah, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Naja, 6 gegen 171 wird wohl nicht klappen. Du darfst auch nur mit 6 Mann an. 5? Warum? Hm. Verstehe ich schon wieder nicht. Ostmikronesien etc. hüpft auf den Inseln rum, macht da Action. Wir haben eine so viel größere Angriffspower. Wieso greifst du nicht mit mehr als 4 Mann an? Hm.
Ach, da ist Hessen im Weg. Deswegen kann ich da mit dem Rheinbund nicht agieren. Ja, auch blöd. Wie ist das denn? Hä? Ach, du hast keinen Kommandanten mehr. Wow. Sagst du einem auch früh. Hm. Willst du die da vielleicht abfangen, die Flotte? Damit er das dann nicht einfach erobern kann? Geht das? Was du hier? Ah, machst nix. Auch nicht schlecht. Unser Heimatland wird gerade erobert, weil irgendwie meine Flotte da nichts gegen machen kann. Jetzt. Jetzt die Flotte versenkt. Und nu? Jetzt besiegt? Nö. Okay, wenn du hier nur mit dusseligen Einheiten angreifst, dann kann das auch nicht funktionieren mit dem Anmerken. Verstehe auch immer nicht. Verstehe es einfach nicht. Sag's mal so. Solltest das hier jetzt möglichst schnell zurückschlagen, aber es wird wahrscheinlich möglichst schnell wieder nix. Weil er jetzt unbegrenzt viele Truppen hinzuziehen kann. Wegen eines Bugs verlieren wir das hier jetzt. Das ärgert mich. Was heißt wegen eines Bugs? Wegen dieser nicht so richtig optimalen Kriegsführung in diesem Spiel. Okay. Das Ding ist gerettet erstmal. Dann greift die Bretagne mit dem letzten verbliebenen Schiff an, was wir haben. Gucken wir mal, was passiert. Hier unten können wir versuchen durchzubrechen. Die einzig realistische Angriffsroute für uns zu sein. Das ist auch Quatsch. Ich meine, wir kämpfen hier mit, Entschuldigung, mit halber Stärke. Davon abgesehen haben wir gleich kein Geld mehr. Ist möglicherweise auch ein Problem. Verdiente Beförderung stellen wir immer aus. Okay, die verlieren hier gerade schon wieder ganz schön viel von ihrem Kram.
kann die leider auch nicht irgendwie überzeugen, sich mir anzuschließen. Savara-Land angreifen, das ist jetzt nicht meine Priorität. Ja, wir machen gerade das Ende des Ersten Weltkriegs. Ich glaube, wir sind bankrott gegangen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt rennen wir hier auf jeden Fall gerade ordentlich durch. Hier unten wenigstens. Okzitanien haben wir relativ gut erobert. Die Bretagne erobern wir jetzt gerade auch. Dann muss irgendwer zu Ile-de-France. Hier müsst ihr alle zur Ile-de-France. Aber taktisch gesehen kann der auch besser nach Elsass-Lothringen abbiegen. Oh, haben wir Hort verloren. Wir verlieren die Kämpfe um das Franche-Comté. Okay, auch du ziel zurück nach dahin. Okay, das ist jetzt scheinbar eine Front geworden. Versucht mich zurückzuschlagen ohne nennenswerten Erfolg. Ja, weil ich jetzt gleich in Paris stehe. Jetzt, um genau zu sein. Und dann können wir Elsass-Lothringen gerne erobern und er ist da durchaus für und dann ist das doch alles in Ordnung. Ich dachte, kann Elsass-Lothringen dem Rheinland zuführen. Will der uns auch noch klein halten? Ich muss kurz Geld sammeln, bevor ich hier die nächsten Kriege ausrufe. Aber du kannst auf jeden Fall schon mal nach da gehen. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wer sich dem jetzt anschließt. Ich nehme an, dass du nach da kannst. Du wahrscheinlich nach da. Nein, wieso mobilisiere ich euch denn jetzt? Hm. Ja. Ja. Die Franzosen kommen in mein Land. Wollen aber Krieg mit mir. Ist das fair? Ja, nicht.
Ja, Mensch, den Transvaal. Schließt euch mir an. Was sieht hier gerade? Dänischer Aufstand. Ja gut. Hier keinerlei Leute, die sich mir anschließen wollen. Na gut, dann nehmen wir Klientelland. Essen. Dann nehme ich das halt. Landesbefreiung. Ungarn. Landesbefreiung. Das da. Der obere. Böhmen. Wir erobern Mähren. Wir erobern Bayern. Und wir erobern nichts weiter. Ich glaube, dass dieser Krieg eh nicht durchgeführt wird, weil vorher die Zeit abläuft. Aber ich weiß es auch nicht genau, muss ich sagen. Strategisches Ziel Österreich. Verteidigt einfach erstmal alle. Keine Ahnung, warum ihr keinerlei Dings habt. Wahrscheinlich, weil ihr da nicht durchkommt oder so. Keine Ahnung. Österreich ist ausgebrochen. Kann ich dich eigentlich zu einer Seeinvasion überreden? Nee, kann ich nicht. Ich bräuchte aber eigentlich noch irgendjemanden, der hier seetechnisch aktiv wird. Du bist doch eben im zentralen Mittelmeer, ne? Ja, dann mach du das doch. Hier ist mir egal, was ihr da macht. Unangebrachte Mäßigung. Mir auch egal. Generiert ihr irgendwas? Nee. Hessen brauchen wir. Aber Hessen kriegen wir jetzt ja auch in diesem Krieg. Sollten wir kriegen, sagen wir es mal so. Tja. Ohne die Linke geht es nicht. Also es ging auch ohne die Linke, sagen wir es so, aber ich brauche die halt für diese Mission, aber die ist wahrscheinlich eh durch. Werden wir wohl nicht mehr schaffen. Ah. Das war das Spielende. Könnten weiterspielen. Können wir einfach weitermachen? Ich will wenigstens den Krieg noch zu Ende sehen. Ja gut, Dänemark war jetzt auch nicht so spannend, sage ich mal. Weil jetzt tatsächlich der Punkt angekommen, ne, wo dieses Spiel nur deppert wird, weil du unbesiegbar bist und jetzt einfach von jedem angegriffen wirst. Dann kannst du einfach jedem
Länder aufteilen und dann Protektorat machen etc. Also wir könnten jetzt, haben wir jetzt eigentlich gewonnen. Frag mich, ob wir diese egalitäre Gesellschaft noch schaffen können. Für mich eigentlich nochmal ein Grund zu versuchen und tatsächlich weiterzuspielen. Jetzt jammern die rum, dass Polen irgendwas will. Gab ein Volk sein oder so ein Relevanz. Antirussische Gesellschaft, skandinavische Gesellschaft, alles löst sich auf, weil wir zumindest auch Großmacht Nummer 1 sind. Die Faschistenbewegung. Naja, schauen wir mal. Machen auf jeden Fall ordentlich Krieg hier, wenn ich mir das angucke. Das ist alles. Achso, nee, ich dachte, das wäre alles verwüstetes Land, aber nee, das sind Felder und Städte. Und übrigens optisch im nächsten Update, da gibt es aber auch hoffentlich, glaube ich, mal ein Video zu, wenn ich irgendwas dazu mal lese, was auch hieb- und stichfest ist. Sie wollen hier die Optik noch verändern der Städte und der Züge etc., die hier ab und zu mal lang fahren. Gucken, ob das performance-technisch nicht noch schlimmer wird. Aber eigentlich ging es ja soweit sogar. Griechenland hat uns mit einem Embargo belegt. Das ist ja nett. Ja, Österreich, du bist jetzt auch nicht so richtig relevant in dieser Welt. Ich kloppen wir jetzt komplett auseinander. Das wird wahrscheinlich als nächstes protektoriert werden. Können wir alles machen. Wirst nichts dagegen tun können. Schön ist, glaube ich, dieses Kleinhalten-Ding. Das haben, glaube ich, nur die Großmächte. Das heißt, wenn wir einfach alle Großmächte kaputt machen. Das wäre vielleicht nochmal was für den nächsten Run. Als nächstes mal versuchen. Na gut. Das nächste wird natürlich das nächste Update, wenn wir irgendwas hier machen, denke ich. Gucken, wie interessant es wird, im Balkan den Balkan rum zu experimentieren. Skandinavisch Senegal, war das nicht gut? Kann ich sagen, im Bund der Weite? So, 37 erst. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, jetzt können wir ein bisschen Geld scheffeln. Ihr Lieben, das war unser Run. Hier das Bild von Skandinavien. Es gehört nicht alles uns zugegeben, aber der Großteil gehört uns. Das kann man, glaube ich, sagen. Jetzt kann ich noch versuchen, hier dir Kaunus zu geben. Dann können wir noch mal schauen, ob wir noch ein paar Klientelländer haben wollen. Finnland wollen wir behalten, Norwegen wollen wir behalten, Island wollen wir behalten. Unen wollen wir behalten. Jan Mayen wollen wir behalten. Grönland wollen wir behalten. Sapmi wollen wir behalten, das wollen wir behalten. Simbabwe. Ganz nicht mal behalten. Jemen wollen wir behalten. Mara. Und du. Nee, ist ja ein Jemen. Katri. Jemen ist ja gut. Weiß ich nicht, was du bist. Egu. Ah, mal machen. Und Shandong ist natürlich da oben. Da weiß ich nicht, wie da die Literacy Rate ist.
Ganz grausig. Dann würde ich auch noch Shandong entlassen. Uns das irgendwie weitergeholfen? Nicht wirklich. Uns auch nicht groß geschadet. Okay, wir könnten jetzt noch wieder Norwegen entlassen. Norwegen hat eine Bevölkerung. Kann man hier irgendwo gucken, wie schlau die sind? Nee, ne? Und Alphabetisierung. Ah ja, guck da. Dann muss das weg. Ja, alles entlasse. Leben lassen wir mal. Dann 90%. Ne. Svealand hat selber keine Alphabetisierung von 90%. Okay, gibt es irgendwo jemand mit einer Alphabetisierung von 90%? Ist sowas? Hm. 81. Da, tatsächlich. 92. Irre. 92. Ja, gut. Okay, Dänemark weggeben wir eigentlich sogar dumm. Die haben 85, 87. Na, wir haben halt einen schönen bunten Mix aus irgendwelchen Völkern. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Bussi, was auch immer ihr wollt. Und dann hören wir uns beim nächsten Male. Bis dahin. Ciao, ciao.